Wir machen eine Zeitreise in das historische Kinmen. Wir springen zurück in die Zeit der chinesischen Kaiserreiche. Wir schauen uns die eindrucksvollen Zeitzeugen der Insel an. Es gibt mehrere Gebäude, die deutlich belegen, wie wichtig Kinmen in der Geschichte Chinas und Taiwans war. Diese Folge ist für alle Fans von History-Dokumentation. Also lasst uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Kinmen Podcast. Jetzt bereits mit der 10. Folge. Wir sind zweistellig. Juhu! Und heute sprechen wir über das historische Kinmen, also bis zum Ersten Weltkrieg. Wenn ihr mehr über das zeitgeschichtliche Kinmen wissen wollt, also über die letzten 100 Jahre, dann hört euch die zweite Folge dieses Podcasts an. Da geht es nämlich genau um dieses Thema. Oder ihr schaut euch meine Kinmen Travel Tales Playlist auf YouTube an. Ihr findet alle Details unten in der Beschreibung. Auch alle Locations, die ich erwähne, sind dort vermerkt. Ich muss euch aber kurz vorwarnen. Besonders am Anfang der Episode wird es eher etwas theoretisch, weil ich den Kontext zur Geschichte Chinas herstellen möchte. Ich werde aber immer wieder Locations erwähnen, die ihr auf Kinmen besuchen könnt. Und am Ende gibt es nochmal eine Übersicht über meine Vorschläge von geschichtsträchtigen Plätzen, die ihr euch auf jeden Fall auf Kinmen anschauen solltet. Es ist belegt, dass die ersten Han-Chinesen während der Qin-Dynastie im Jahre 260 nach Christus auf Kinmen angekommen sind. Außerdem ist sicher belegt, dass im Jahre 800 während der Tang-Dynastie auf Kinmen Pferde gezüchtet wurden. Wenn ihr die letzte Episode zur Götterwelt von Kinmen angehört habt, dann wisst ihr schon, dass zu diesem Zeitpunkt auch die Windgötter zum ersten Mal nach Kinmen kamen. Kinmen wurde damals Wuzhou genannt und bis heute ist dieser Name auf der Insel geläufig. Er findet sich zum Beispiel im Namen von alten Tempeln wieder. Der Name des Wu-Dao-Tempels in Qincheng geht ebenfalls auf die Tang-Dynastie zurück. Genauso gibt es viele Traditionen, die tatsächlich schon seit dieser Zeit auf Kinmen gelebt und weiter vererbt werden. Historische Quellen belegen auch, dass Kinmen neben der Pferdezucht berühmt für Salz und Fisch war. Beides wurde vor Ort gewonnen. Besonders ab der Yuan-Dynastie prosperierte Kinmen. Es ist belegt, dass im heutigen Chinsha zahlreiche Salzgewinnungsbuchten vorhanden waren. Durch den wirtschaftlichen Aufschwung bildeten sich auch schnell Handelszentren. Es ist belegt, dass die Ming-Yi Old Street um das Jahr 1600 das wichtigste Handelszentrum der Insel war. Die Straße gibt es heute noch, sie ist immer noch vorhanden, erwartet aber kein Spektakel. Sie ist die älteste Straße der Insel, mehr aber auch nicht. In meinem dritten Kinmen-Video auf Englisch, also sehr früh in meiner Travel-Vlogger-Karriere, bin ich voller Aufregung zum Ming-Yi Old Street geradelt, wollte mir das unbedingt anschauen, habe aber eben dann gemerkt, ja, die Straße ist sehr alt, sie ist aber keine Touristenattraktion und auch nicht besonders herausragend. Die Straße und die Steine sind mehrere hundert Jahre alt, aber im Laufe der Zeit wurde Kinmen immer wieder von Taifunen und Wirbelstürmen heimgesucht. Außerdem haben Piraten die Insel angegriffen und zudem hat sich die Hauptstadt beim Übergang von der Ming zur Qing-Dynastie verlagert, sprich die Ming-Yi Old Street und andere historische Orte wurden einfach verlassen und sind deshalb nicht mehr so wichtig und auch nicht mehr so prunkvoll. Es gibt zahlreiche historische Gebäude auf Kinmen, die kommen aber fast immer aus der Qing-Dynastie. Wenn ihr alte Gebäude aus der Ming-Dynastie sehen wollt, dann müsst ihr schon genauer hinschauen. Die gibt es, aber eben nicht so eindeutig erkennbar. Fangen wir doch mal mit der Ming-Dynastie an, denn das älteste Gebäude, die Wen-Tai-Pagode, wurde im Jahr 1387 gebaut und enthält eine Inschrift von Chen Hui, einem Offizier der Ming-Dynastie. Diese Widmung ist Kinmen gewidmet und bedeutet so viel wie das goldene Tor der Nation. Und ja, das hört sich sehr nach Kinmen an. Das bedeutet, dass der Kaiser Hongwu den Bau des Turmes
anordnete und das nur wenige Jahre nachdem er im Jahr 1368 mit der Gründung der Ming-Dynastie die Macht in China übernommen hatte. Den Wentai Tower gibt es heute noch, gerne besuchen. Wie gesagt, das älteste Gebäude der Insel, allerdings sehr stark renoviert, weil er eben immer wieder beschädigt wurde. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das ein religiöses Gebäude. Es wurde zur Götteranbetung gebaut. Kinmen wurde auch während der Ming-Dynastie weiter von Piraten und Seeräubern angegriffen. Das war allerdings in einem gewissen Rahmen normal an der Küste Chinas, dass man eben dort attackiert wurde. Der Übergang von Ming zur Qing-Dynastie im 17. Jahrhundert ist extrem facettenreich, auch in der Küstenregion, auch in Kinmen. Da kann ich nicht auf alles eingehen, die Dinge verstehe ich auch nicht richtig. Ich möchte aber unbedingt euch die Geschichte von Koxinga, einem berühmten Ming-Loyalisten und Kinmen, erzählen. Koxinga, auch bekannt als Chen Chenggong, haben wir in diesem Podcast schon mehrfach erwähnt. Es gibt eine riesige Statue von ihm auf der Tiangong-Insel, ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Außerdem haben wir seinen Lieblingsplatz zum Schachspielen erwähnt, der ist nämlich auch auf Kinmen. Koxinga blieb sein Leben lang der Ming-Dynastie treu. Er hat sich nicht der Qing-Dynastie ergeben, sondern ist auf die heutige Insel Taiwan geflohen, hat dort die Holländer vertrieben und hat dann das Königreich Tunning gegründet. Das war das erste Mal, dass es auf Taiwan eine han-chinesische Regierung gab. Er konnte jedoch nicht verhindern, dass Kinmen unter die Kontrolle der Qing-Dynastie kam. Stattdessen errichtete er auf dem Gebiet des heutigen Taiwans sein Königreich. Er erhob sich selbst zum König und baute sein Königreich Tunning im Stile der Ming-Dynastie erfolgreich auf. Es sollte aber nach seinem Tod nicht sehr lange dauern, bis die Qing-Dynastie auch dieses Königreich übernehmen konnten. Aber kehren wir zurück nach Kinmen. Ich möchte noch kurz über Cheng Qi-long sprechen, der ebenfalls im 17. Jahrhundert gelebt hat, aber einen anderen Weg eingeschlagen ist. Er war Pirat, Freibeuter und Händler, hat sich dann aber der Qing-Dynastie ergeben und wurde zum Admiral genannt. Er nutzte Kinmen zur Rekrutierung von Soldaten. Warum erwähne ich ihn? Warum erwähne ich das? Es ist ein gutes Beispiel, das zeigt, dass es mit Kinmen während der Qing-Dynastie bergab ging. Es gibt keine Aufzeichnung mehr von prosperierender Wirtschaft, sondern wir sprechen über Piraten, wir sprechen über Rekrutierung, wir sprechen über Angriffe, es gab Seeschlachten, es stand also nicht gut um Kinmen. Daher ist es keine Überraschung, dass etwa ab 1850 viele Menschen Kinmen verlassen. Vor allem viele junge Männer zieht es ins Ausland, sie wollen dort in Lohn und Brot kommen und hoffen dort auf ein besseres Leben. Zum damaligen Zeitpunkt waren wir mitten in der Industrialisierung und mitten in der Kolonisierung. Deshalb könnt ihr euch vorstellen, dass viele Kinmenesen in Ländern wie Indonesien, Malaysia, Philippinen und ähnlichem ihr Glück suchten. Die meisten waren dabei nicht so erfolgreich, aber trotzdem kamen einige zu Wohlstand und haben in Kinmen deshalb prächtige Häuser oder sogar ganze Dörfer gebaut. Und genau über diese prächtigen Gebäude haben wir in der 5. Episode dieses Podcasts bereits gesprochen, die sogenannten Western Style Buildings. Hört euch die Episode im Anschluss an, das sind wirklich extrem schöne Gebäude, wichtiger Teil der Geschichte. Hier machen wir weiter mit Kinmen zwischen den Weltkriegen. Wir springen in das Jahr 1912. Die Qing-Dynastie ist am Ende und Nationalchina ist geboren. Dr. Sun Yat-sen wird erster Präsident und in der neu gegründeten Republik China gibt es zahlreiche Landreformen. Auch Kinmen ist davon betroffen. Leider zerfällt China zur damaligen Zeit in mehrere Herrschaftsgebiete von Warlords. Es kommt zu blutigen Konflikten und schließlich zum chinesischen Bürgerkrieg. Anfangs spielt Kinmen dabei noch keine zentrale Rolle.
Dennoch gibt es natürlich Veränderungen im Machtgefüge. Besonders nach dem Fujian-Zwischenfall von 1933 wurde die Provinz deutlich umstrukturiert. Chiang Kai-shek wollte in jedem Fall weitere Aufstände verhindern. Im Jahr 1937 kommt es aber dann zum Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg mit einer großen Veränderung für Kinmen. Denn Kinmen war nicht Teil der japanischen Kolonie Taiwan. Die Japaner kontrollierten ab 1895 die Formosa-Insel, kamen aber erst im Jahr 1937 nach Kinmen und haben eben gemerkt, dass, wenn sie Xiamen angreifen möchten, wäre es wesentlich einfacher, genau das zu tun, wenn sie zuvor Kinmen einnehmen. Die Schlacht um Kinmen dauert etwa eine Stunde. Es gab ca. 100 Wachmänner, die versucht haben, Widerstand zu leisten. Allerdings hatten sie gegen die japanische Armee keine Chance und Kinmen wurde dann eben von den Japanern besetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel Kinmen dann zurück an China. Die 1912 gegründete Republik China gab es noch. Sie wurde von Chiang Kai-shek geführt. Allerdings hat die KMT dann den chinesischen Bürgerkrieg im Jahr 1949 verloren. Allerdings gelang es der KMT, die letzte Schlacht des chinesischen Bürgerkriegs zu gewinnen, und die war nämlich in Kinmen. Das Battle von Guningtou verlor die Rote Armee und Kinmen ist bis heute Teil von Taiwan. Das war der extreme Schnelldurchlauf sogar bis zum Zweiten Weltkrieg. Hier in dieser Folge möchte ich euch jetzt ein paar wichtige Locations zeigen, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wenn ihr nach Kinmen kommt. Wenn ihr stattdessen mehr über die Geschichte erfahren wolltet, wie es eben nach dem Zweiten Weltkrieg weitergeht, dann gibt es, wie gesagt, die zweite Folge dieses Podcasts. Schaut euch auf jeden Fall das alte Garnisonskommandobüro in Xincheng, der Hauptstadt von Kinmen, an. Das Gebäude wurde mehrfach verlegt und immer wieder erweitert. Heute ist es ein Museum, der Eintritt ist kostenlos. Es stammt aus der Qing-Dynastie und war bis 1915 das höchste Verwaltungszentrum der Insel. Die verschiedenen Räume des Generalbüros sind komplett erhalten. Außerdem habt ihr einen riesigen Kapok-Baum im Hinterhof. Das Museum ist außerdem bis 22 Uhr geöffnet. Ihr könnt also auch etwas später noch dorthin kommen. Es ist auf jeden Fall sehr sehenswert und eine Hauptattraktion in Xincheng. Ein weiteres cooles Gebäude, das ihr euch anschauen solltet, ist die Wuji Academy. Die Kinmenesen haben diese im Jahre 1780 zu Ehren von Kaiser Chu-Chi aus der Song-Dynastie neu errichtet. Zuvor stand sie an einem anderen Ort. Chu-Chi war mehrfach auf Kinmen zu Besuch und wurde deshalb schon lange vor der Errichtung der Akademie auf der Insel verehrt. Ich kann mir selber momentan keinen Reim darauf machen, warum so viele Jahre nach seinem Besuch eine Ahnenhalle und eine Akademie für ihn gebaut wurden. Dafür fehlt mir das nötige Geschichtswissen. In jedem Fall handelt es sich aber um ein sehr schönes Gebäude. Zu Ehren von Chu-Chi gibt es außerdem noch einen Tempel. Wenn ihr mehr auf Museen steht, dann kann ich euch im Norden der Insel das Museum für Folklore und Geschichte empfehlen. Dort findet ihr mehr Informationen eben zur Geschichte und auch, wie die Geologie von Kinmen die Geschichte der Insel beeinflusst hat. Ich persönlich bin lieber draußen und da empfehle ich euch auf jeden Fall, die alten Dörfer der Insel euch anzuschauen. Einerseits gibt es das Shanhou Village und das Shuitou Village. Das sind meine beiden absoluten Favoriten. Schaut euch beide an, wenn ihr auf Kinmen seid. Das Shanhou Village ist das am besten erhaltene alte Dorf auf Kinmen. Es wurde zwischen 1867 und dem Jahr 1900 gebaut. Es hat eine umfassende Sammlung von alten Minenhäusern. Es gibt Schulgebäude und Ahnenschreine. Schaut euch das auf jeden Fall an. Das Shuitou Village haben wir in der Folge zu den Western Style Buildings bereits erwähnt. Auch sehr sehenswert. Es gibt einen Mix aus traditioneller Fujian und eben westlicher Architektur. Der Deyu Tower und die Chinshui Grundschule sind besonders berühmt und zählen zu den beliebtesten Fotomotiven auf der Insel.
Ebenfalls bereits erwähnt in der Folge über die Götterwelt von Kinmen haben wir den Hai-In Tempel und die Yunnan Academy. Beide haben bereits mehrere Jahrhunderte auf dem Buckel und sind sehr sehenswert. Es sind keine klassischen Touristenattraktionen. Fragt also, bevor ihr Fotos macht, ob ihr das dürft. Aber ganz ehrlich, eigentlich empfehle ich euch, dass ihr einfach selber auf Entdeckungsreise geht. Es gibt hunderte alte Western-Style-Buildings. Es gibt so viele alte Tempel und alte Orte, von denen auch ich nichts weiß, die ich hier nicht erwähnt habe. Geht los, besucht Kinmen und schaut euch einfach diese ganzen alten Orte an. Und wie gesagt, es gibt noch so viel mehr Historisches auf Kinmen, aber ich denke, es macht Sinn, dass wir hier einen Cut machen. Danke fürs Zuhören. Das war meine Folge über die Historie von Kinmen mit ein paar Reisetipps, mit ein paar Geschichtsinformationen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst bitte einen Like da und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. In der nächsten Episode sprechen wir über die Beziehung von Xiamen und Kinmen. Wir reisen also nach China und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, tschüss! Thank you so much for watching. Hope to see you soon. Like and subscribe.